Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir was ganz Besonderes, Schnelles und Leckeres zum Mittagessen. Heute kochen wir ganz einfach Tortellini mit Spinat. Ein super schnelles Mittagessen, in kurzer Zeit hergestellt. Es dauert gerade einmal 15 Minuten. Perfekt, wenn es mal schnell gehen muss. Für das Gericht braucht ihr nur wenige Zutaten. Ich nutze in diesem Fall Tiefkühlspinat, und zwar den Rahmspinat. Ich esse den am liebsten, da ich Blattspinat nicht so lecker finde. Es geht aber auch mit frischem Spinat. Es schmeckt wirklich super lecker und ist eine gesunde Mittagsmahlzeit. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr folgende Zutaten: eine halbe Gemüsezwiebel, etwas Mehl, etwas Butter, etwas Milch. Ich habe hier tiefgefrorenen Rahmspinat. Ihr könnt aber auch, wenn ihr möchtet, frischen Spinat nehmen. Des Weiteren dann noch Tortellini. Dann nehmt ihr auch die Sorte, die ihr am liebsten mögt. Meine sind mit Ricotta und Spinat gefüllt. Ich mache noch etwas Käse mit rein, der ist aber nur optional und nicht unbedingt notwendig. Gewürzt wird mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Als erstes tauen wir den Rahmspinat auf. Einfach in einen Topf geben, mit einem Deckel verschließen und auf niedriger Stufe ca. 10 Minuten köcheln lassen. Dabei ab und zu umrühren, sonst brennt euch der Spinat am Topfboden an. Nun können wir schon mal die Zwiebel schneiden. Ich schneide sie in diesem Fall in feine Würfelchen. Das macht ihr am besten, indem ihr sie ganz eng längs einschneidet und nicht bis zum Ende durch und dann quer. Bei einer Gemüsezwiebel schneide ich immer so 2 bis 3 Mal quer durch, damit die Würfel auch schön fein werden. Dann könnt ihr die Zwiebel einfach der Länge nachschneiden und erhaltet schöne feine Würfelchen. Um sie noch ein bisschen feiner zu bekommen, hacke ich mit dem Messer einfach noch mal so darüber. Mit unseren Zwiebelwürfelchen machen wir nämlich jetzt eine leckere, schmackhafte Bechamelsoße. Dazu gebe ich als erstes die Butter in den Topf und lasse sie bei niedriger Temperatur schmelzen. Wenn die Butter geschmolzen ist, geben wir die Zwiebelwürfelchen dazu. Die Zwiebelwürfelchen werden jetzt schön mit der Butter verrührt. Das Ganze lasst ihr jetzt so lange leicht vor sich hin köcheln auf niedriger Temperatur, bis die Zwiebeln ganz glasig geworden sind. Wenn die Zwiebeln ganz glasig geworden sind, dann geben wir das Mehl dazu, so circa 1 bis 2 Esslöffel. Das Ganze jetzt gut miteinander verrühren. Die Bechamelsoße zeige ich euch hier nur ganz grob und im Schnelldurchlauf. Da habe ich nämlich schon ein Video zu gemacht. Das verlinke ich euch oben in der Infokarte. Wenn sich die Butter und das Mehl mit den Zwiebeln gut miteinander verbunden haben, geben wir Milch dazu. Dabei die ganze Zeit rühren, damit sich keine Klümpchen bilden. Die Bechamelsoße sollte auch wirklich die ganze Zeit kochen, damit sie später ihren Mehlgeschmack auch wieder verliert. Wenn die Soße jetzt wieder beginnt zu köcheln, wird sie sehr schnell wieder dickflüssig. Aber bitte nicht aufhören zu rühren. Die Bechamelsoße sollte in diesem Fall etwas dickflüssiger sein und keine Angst, das sind keine Klümpchen, das ist von den Zwiebeln. Denn jetzt geben wir in unsere Bechamelsoße den aufgetauten Spinat. Ich verfeinere meinen Spinat sehr gerne mit einer Bechamelsoße, da er mir sonst einfach nur aufgetaut viel zu langweilig schmeckt. Und ich finde, zu diesem Gericht passt das wirklich hervorragend. Habt ihr es eigentlich auch schon mal ausprobiert, den Spinat mit Bechamelsoße zu machen? Falls nicht, ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, mal auszuprobieren. Das Ganze lassen wir jetzt unter ständigem Rühren noch mal 3 Minuten schön köcheln. Und jetzt braucht unser Spinat natürlich noch ein bisschen Würze. Ich würze in diesem Falle mit Salz, Pfeffer
Und ganz wichtig, Muskatnuss. Dieses Gewürz gehört für mich generell an Spinat. Er gibt dem Spinat einfach die ganz besondere Würze. Allerdings müsst ihr mit Muskatnuss auch ein bisschen vorsichtig sein, denn es kann schnell passieren, dass es bei zu viel Genuss bitter schmeckt. Die Gewürze werden jetzt richtig gut mit dem Spinat verrührt und da wird es Zeit, den Spinat auch einmal abzuschmecken. Jetzt solltet ihr auch die Tortellini kochen, denn die brauchen ja auch circa 5 Minuten, bis sie gar sind. An meinem Spinat fehlt auf jeden Fall noch etwas Salz, deshalb würze ich jetzt noch einmal nach. Dann nochmal alles gut miteinander vermischen und natürlich nochmal abschmecken. Ich habe für meinen Spinat jetzt noch ein bisschen Käse gerieben, so um die 50 Gramm werden das sein. Der ist allerdings nur optional, aber ich finde, er gibt dem Spinat eine tolle Cremigkeit und gewisse Würze. Den Käse rühren wir jetzt nochmal richtig schön in den Spinat ein und lassen es nochmal so circa von 3 bis 5 Minuten unter ständigem Rühren köcheln. Wie esst ihr eigentlich euren Spinat am liebsten? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Falls ihr euren Spinat so noch nie zubereitet haben solltet, kann ich es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Er wird wunderbar cremig und würzig. Die fertig gekochten Tortellini jetzt einfach auf einen Teller geben und mit unserem lecker gekochten Spinat übergießen. Und hier kommt unser fantastisches Ergebnis. Einfache Tortellini mit leckerem Spinat in einer cremigen Soße. Total lecker, das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!